Ja, also ich bin der Journalist und soll hier den Miesepeter spielen, was ja passt, weil Journalisten ja immer an allem rummäkeln, ohne selber irgendwas zustande zu bringen und meistens dann auch noch Fehler machen in den Artikeln, die sie schreiben. Ich hoffe, das passiert mir hier jetzt nicht. Also ich möchte gleich vorweg sagen, mit all der Kritik, die hier jetzt kommt, stimmt mich auch nicht immer überein. Ich habe da auch so meine eigenen Gedanken zu, aber so wie mein Vorredner nehme ich mich jetzt zusammen und versuche hier sozusagen alles Negative zusammenzufassen, was zur synthetischen Biologie zu sagen ist. Ja, die Fliege, die da zu sehen ist, und das Bakterium soll einem nur zeigen, die zwei Organismen, mit denen ich mal gearbeitet habe im Labor. Synthetische Biologie, da sind wir schon bei dem ersten Punkt eigentlich. Mit E. coli ist viel verändert worden. Dies ist auch eines der Arbeitstiere der synthetischen Biologie, die Fliege. Da ist auch schon sehr viel dran verändert worden. Also wenn man überlegt, dass man Augen an den Beinen hat wachsen lassen und dergleichen, also dann kommt das der synthetischen Biologie auch schon sehr, sehr nahe, die übrigens sehen konnten, diese Augen. Ja, da sind wir schon beim ersten Punkt, nämlich der Definition dieser ganzen Sache. Muss man das hier auch nochmal anmachen? Das ist off, okay. So, jetzt. Dasselbe Bild natürlich, klar. Das blaue Wunder hat die FAZ zu diesem Ereignis getitelt und Begriffe dann benutzt wie die Büchse der Pandora, die man da geöffnet hat. Das blaue Wunder ist ja auch irgendwie eine zweideutige Sache. Zum einen halt die negative Seite dessen, also was kann diese Technik alles, was wir vielleicht gar nicht beherrschen können? Erleben wir unser blaues Wunder damit, oder ist es eben tatsächlich ein Wunder, dass wir es jetzt geschafft haben oder die Menschheit es geschafft hat, so etwas zu schaffen wie einen künstlichen Organismus? Wie Menschen auf der Straße dazu reagieren, habe ich hier mal in so 2 Kommentaren zusammengefasst. Das waren die Kommentare, die unter dem Artikel der FAZ zu diesem Thema standen. Und sowas liest man im Grunde genommen überall und kann man in jeder Umfrage nochmal in etwas abgeänderter Form wiedersehen. Was die Natur durch Evolution nicht selbst hervorbringt, möge der Mensch nicht synthetisch produzieren. Da spricht sowas wie so ein Unbehagen raus, dass der Mensch da etwas synthetisch herstellt, was bisher unerreicht irgendwie heilig in irgendeiner Art und Weise war, also unangreifbar. Scheitern derlei Projekte fällt auf die ganze Menschheit und alles Leben auf diesem Planeten zurück. Da springt die Angst raus der Sicherheit. Also wie sicher sind solche Organismen, die dann vielleicht in die Natur entkommen. Das vielleicht nur kurz vorweg. Eine erste Kritik kommt eben daher, dass der Begriff synthetische Biologie zumindest von Leuten, die auch sehr aktiv in der Gentechnik-Kritik waren, eigentlich so ein bisschen aufgefasst wird wie ein neuer Name für das, was eigentlich schon jahrzehntelang gemacht wird, seit den 80ern, nämlich einfach genetische Veränderung von Organismen, vielleicht auf einer komplett anderen Ebene, mit neuen technischen Möglichkeiten, extremeren Möglichkeiten, und deswegen hat halt eine Umweltaktivistengruppe aus Kanada, ETC Group, die man zu diesem Thema sehr häufig im Internet findet, das eben Extreme Genetic Engineering genannt. Dazu kann man stehen, wie man will, aber die Intention dabei ist zu sagen, wir müssen die Diskussion nicht nochmal völlig neu führen, sondern wir führen die Diskussion, die wir zur Gentechnik geführt haben, hier eigentlich nur nochmal unter anderen Vorzeichen weiter. Und ich finde, darüber muss man auch wirklich nachdenken, ob hier uns sozusagen nur eine im Grunde genommen etwas erweiterte Technik neu verkauft wird, um eben vielleicht auch festgefahrene Debatten wiederzubeleben. Man kann auch weit zurückgehen. Synthetische Biologie ist auch kein wirklich neuer Term. Das findet man auf Wikipedia. 1978 ist der Begriff schon eingeführt worden auf einer Nobelpreisveranstaltung. Allerdings, wie man hier halt auch sehen kann, sind wir, glaube ich, weit davon entfernt, die Natur kopieren zu können. Das ist halt auch ein Kommentar von einem Genetiker in der Uni Karlsruhe. Das kommt eben auch an diesem Punkt hier, New Organisms from Scratch, das, was halt Craig Venter immer wieder sagt, dass man sozusagen Organismen völlig neu bilden kann. Wenn man genau hinguckt, hat Craig Venter das eben auch nicht wirklich gemacht. Also er hat eben nicht
alle Komponenten zusammengenommen, so wie in einem Alchemielabor aus chemischen Bestandteilen alles zusammengesetzt, sondern er hat eben Bestandteile, die bereits vorhanden waren, genutzt. Also ein Chassis meinetwegen verwendet und dort eben synthetisierte DNA oder wie auch immer im Labor veränderte DNA halt dort reingesteckt. Und wenn man ein bisschen weiter in die Molekularbiologie geht, dann ist es auch relativ klar, dass DNA ja nicht gleich ein Genom ist. Da gehört jede Menge Protein noch mit da dran, Regulationsproteine, um die DNA gewickelt ist, die muss in einer bestimmten Form vorliegen und dergleichen. Sowas lässt sich bisher mit keiner Technik der Welt im Labor komplett synthetisch herstellen. Das heißt, man greift immer noch auf lebendes Material in welcher Form auch immer zurück oder zumindest Material, was gerade eben noch gelebt hat. Und insofern finde ich diese Veröffentlichung von Craig Venter, muss man zu einem Stück weit sagen, als Journalist würde ich sagen, ist eine super PR-Aktion gewesen, die ihm sehr viel Aufmerksamkeit gebracht hat. Aber von Leben schöpfen from scratch, wie er immer sagt, das finde ich deutlich übertrieben. Kommen wir zu dem Lego-Thema. Das ist ja sehr schön erklärt worden hier gerade eben, aber ich bin der Meinung, auch wenn ich nicht mehr im Labor stehe, so einfach ist es dann doch nicht, weil einzelne Lego-Steine zusammenzustecken, zunächst mal müssen ja für die Biobricks Genbestandteile auch verändert werden, die Ecken, die Enden dieser Genteile müssen verändert werden, damit sie sozusagen passen wie Lego-Steine zueinander. Das ist schon mal der erste Schritt, das heißt, man verändert da schon mal was. Dann ist es so, zumindest in komplexeren Organismen, in E. coli mag das vielleicht noch funktionieren, aber in komplexeren Organismen reagieren Gene in einem unterschiedlichen Chassis, also in einem unterschiedlichen Lebewesen einfach schon mal ganz anders. Also sie werden stärker oder schwächer aktiviert, Promotoren, also regulative Elemente der Gene, werden stärker oder schwächer eingeschaltet, einfach weil bestimmte Aktivatoren in den verschiedenen Organismen gar nicht vorhanden sind. Es gibt Positionseffekte, das heißt, wo ich in dem Plasmid oder wo ich in dem Erbgut ein bestimmtes Gen einbringe, habe ich unterschiedliche Effekte. Manchmal funktioniert es überhaupt nicht, das Gen wird gar nicht exprimiert, weil es halt in einer Region gelandet ist, wo die DNA total verpackt wird. Also all das sind Dinge, eine Komplexität, die sich die Ingenieure, die sich dieses nette Schema mal überlegt haben, so, glaube ich, auch gar nicht vorgestellt haben. Also ich habe ein langes Interview mit Tom Knight geführt, der letztlich der Gründer des iGEM-Wettbewerbs ist. Der kommt aus der Computerindustrie, der kennt halt auch nur die Wege und die Modultechniken in der Computerindustrie und hat dann zwar auch Biokurse am MIT besucht, hat sich da nochmal hingesetzt und studiert, aber ich denke eben auch nur bis zu einem bestimmten Level. Und ich glaube, diese Komplexität des Systems kann man natürlich vereinfachen, aber ich glaube nicht, dass man das auf ein Level bringen kann, was so vergleichbar ist wie mit der Computerindustrie, wie wir das uns so vorstellen. Jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Das spiegelt sich dann auch wieder in einem dieser Kommentare auf einem Seminar in Karlsruhe im letzten Jahr. Das war auch eine Podiumsdiskussion, wo dann eben auch Fragen aus dem Publikum kamen und da war eben auch das, wenn man, dass sie halt diese Heilsversprechungen der Wissenschaft sieht, dass es sich für sie eben anfühlt wie so Sektengeschichten und im Grunde genommen bin ich von der journalistischen Seite her auch, denke ich auch darüber nach, wie ernst kann ich das nehmen? Solche Visionen, wie sie Craig Venter dort entwickelt, mit Organismen, die er von null sozusagen produziert, mit neuen Eigenschaften ausstattet. Da muss man sich dann halt auch fragen, warum sollten diese synthetischen Organismen dann existierenden Organismen überlegen sein? Warum sollten die besser sein als ein E. coli, was man über leichte Mutationen in eine bestimmte evolutive Richtung gedrückt hat? Also was man ja schon lange macht, also man züchtet in bestimmte Richtungen, das kann man heute mit gentechnischen Methoden etwas schneller machen, aber dass man halt sozusagen bestehende Organismen, die sich schon in der Natur, an die Natur angepasst haben, an bestimmte Umweltbedingungen, dass man die optimiert. Das ist der Ansatz, den man bisher verfolgt hat, der auch recht erfolgreich im Übrigen gewesen ist.
warum sollten jetzt eben Organismen, wo man jeden einzelnen Schritt neu bedenken muss und jeden einzelnen Schritt sich dieser Organismus auch immer wieder bewähren muss in der jeweiligen Umgebung, ich glaube, das kann man nicht voraus berechnen. Ja, ein Beispiel dafür ist vielleicht auch, was diese Hoffnungsmache betrifft, da kritisiere ich mich jetzt mehr oder weniger selber, weil das ist ein Artikel von mir in der FAZ gewesen über ein Thema, was über, also ich fange so an, eine Arbeitsgruppe an der Harvard-Universität hat in Zebrafische kleine Chloroplasten reingesteckt, also oder die Vorläufer davon, also kleine Cyanobakterien. Und die haben dort drin auch überlebt und haben auch weiter produziert sozusagen. Und die Grundidee war dahinter halt zu sagen, wir könnten es mit synthetischen Biologiemethoden schaffen, so etwas wie Photosynthese betreibende Tiere zu schaffen. Auf einfachem Niveau natürlich und dergleichen, aber das war die Grundidee, da wollte man hinkommen. Man hat auch Cyanobakterien in der Form schon so verändert, dass sie Zucker ausscheiden, was die Grundvoraussetzung da ist, dass halt ein Organismus, der diese Chloroplasten einschließt, dann davon profitiert, weil wenn der Chloroplast, also das Bakterium, den Zucker selber behält, dann hat ja der Organismus nichts davon. So, das war die Idee dahinter und die Vision am Ende ist natürlich, vielleicht kann man sich einfach mal sehr viel Energie sparen, wenn die Tiere einfach photosynthetisch werden. Das ist natürlich auf die Spitze getrieben, aber solche Visionen stehen dann eben am Ende von solchen Interviews oder Diskussionen und dergleichen. Und darüber muss man dann eben auch nachdenken, wie realistisch die tatsächlich sind. Und hier sind wir dann wieder bei dem Punkt, dass die Natur das eigentlich alles schon längst gemacht hat und meistens auch viel besser. Das ist eine Schnecke, die Algen frisst, denen die Chloroplasten klaut, deswegen heißen sie dann auch Kleptoplasten, und bei sich in den Darmzellen einbaut. Und die können komplett, jedenfalls im Labor, autark leben, solange sie Licht bekommen. Das heißt, die müssen nichts mehr fressen. Für etwa ein Jahr hat man es getrieben jetzt mit denen soweit, und die brauchen nichts mehr fressen, die brauchen keine Algen mehr fressen. Das machen sie in der Natur nicht, die fressen dann weiter Algen, aber im Labor ist es möglich, dass sie dann allein von Licht leben. Nun bewegen die sich auch nicht viel, aber nun gut. Ja. Gut. Kommen wir zu den Sicherheitsbedenken, was wie auch immer veränderte oder künstlich hergestellte Organismen betrifft. Eine der häufigsten Bedenken ist natürlich die unkontrollierte Verbreitung solcher Organismen. Das steht im Zusammenhang damit, dass beispielsweise synthetische Algen von einigen Leuten angesehen werden als ein Mittel, um die Energieprobleme der Welt zu lösen, indem man eben in großen Tanks oder so Algen sowas produzieren lässt wie die Grundbasis für Treibstoff. Dazu muss man das aber auch in Massenproduktion machen, und je mehr Masse, umso weniger kann man sowas kontrollieren. Also wenn man sich vorstellt, dass in riesigen Tanks dann einmal ein Unglück passiert und sowas passiert einfach immer, davon muss man ausgehen, ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass sowas dann entfleucht, in die Natur gerät, relativ groß. Die Frage ist, welche Risiken damit verbunden sind. Organisationen wie Test Biotech, in dem Fall dann Christoph Thehn, der Leiter dort, ehemals bei Greenpeace, der auch sehr aktiv in der Kampagne gegen grüne Gentechnik war, äußert dann eben solche Dinge, dass man jegliche Veränderung irgendwo festhalten müsste, damit die Behörden überhaupt wissen, wo welche gentechnischen Veränderungen gemacht werden. Also er fordert sozusagen eine komplette Überwachung sämtlicher Gentechniklabors, einfach um zu wissen, wo was passiert. Und natürlich muss klargestellt werden, Risikoforschung gemacht werden, was mit jedem einzelnen Organismus in der Natur denn passieren könnte, damit man abschätzen kann, welches Risiko dieser Organismus hat. Ich zitiere deswegen Test Biotech, weil sich viele andere Gruppen darüber noch gar keine Gedanken gemacht haben. Wenn man beim NABU anfragt oder beim BUND oder so, die haben sich mit synthetischer Biologie noch nicht weitgehend befasst. Das liegt auch daran, dass wir dafür schlicht kein Geld haben. Was ich durchaus ein Problem finde, weil man muss schon irgendwie mit solchen Leuten dann auch reden, weil sonst fallen einem später dann in den öffentlichen Diskussionen diese Argumente wieder auf den Fuß. Und diese Gruppe Test Biotech hat es halt auch selber gestemmt. Insofern sind das die einzigen, mit denen man auch wirklich gut reden kann. Aktionen lebender Organismen sind nicht vorhersagbar und so lässt sich nicht abschätzen, wie gefährlich oder nützlich sie sein werden.
Das ist ein grundsätzliches Argument. Er meint halt, Organismen können sich auch verändern per Mutation, Evolution. Insofern kann man schwer vorhersagen, wie sie sich später verhalten werden. Das heißt, die Risikoabschätzung ist sehr, sehr schwierig. Das Argument kommt nachher auch nochmal von Christoph Thiener in etwas anderen Form. Eine der Überlegungen ist auch, und das betrifft zum Beispiel auch diese Organismen, die so verändert werden, dass sie mit normalen Bakterien zum Beispiel nicht DNA austauschen können, weil sie irgendwie eine andere Form von DNA haben. Das mag ja sein, nur wenn sie dann entfleuchen, sind es Organismen, die in der Natur irgendwie überleben wollen, können vielleicht sogar aufgrund von Mutationen und sich eben anpassen an biologische Nischen, was Lebewesen schon immer getan haben, egal in welcher Form sie dahergekommen sind. Und die Frage ist dann, wie verdrängt das dann möglicherweise unser bisher so bekanntes Leben aus diesen Nischen? Das ist durchaus eine Überlegung, wo keiner wirklich eine Antwort hat, weil woher auch? Solche Experimente gibt es Gott sei Dank noch nicht. Dann möchte ich noch einen Punkt ansprechen, das Vereinfachungsprinzip der synthetischen Biologie. Das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum iGEM so ein großartiger Erfolg ist, weil es eben zum einen Studenten anspricht, die noch am Anfang ihrer Ausbildung stehen, aber trotzdem merken, dass sie jetzt ja schon mit den Mitteln der Gentechnik, mit diesen einfachen Bricks, was schaffen können, was zustande bringen können. Und das ist auch ein total positiver Aspekt natürlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Aspekt, dass es wird dann so einfach, dass eben im Grunde genommen jedermann das machen kann. Das heißt, vielleicht sogar draußen auf der Straße, Amateur-Gentechnik und dergleichen ist durchaus ein Thema, was von iGEM auch mit angestoßen wurde. Viele der iGEM-Teilnehmer sind nach dem Wettbewerb begeistert nach Hause gegangen und haben ihre eigenen Home-Labors gegründet, weil sie entweder an der Uni nicht mehr arbeiten konnten, wollten oder so, und weil sie auch diesen Demokratisierungsgedanken dieser Technologie irgendwie ausleben wollten. Und eben auch den Gedanken, diese Analogie weiterleben wollten der Computerindustrie, nämlich Computerhacker zu sein, also nennen sie sich Biohacker. Und diese Entwicklung, der bin ich halt auch nachgegangen als Journalist oder so. Ich habe halt zu Hause auch so ein Labor aufgebaut, eben um mal zu sehen, was denn in diesen Labors eigentlich tatsächlich möglich ist. Also mit Geräten, die wir halt auf eBay gekauft haben und dergleichen, haben wir halt ein Labor gegründet, haben dort Experimente gemacht. Wir haben auch Experimente gemacht, die kritisch beleuchten sollten, was man denn erreichen kann, also auch im negativen Sinne. Also beispielsweise Gene amplifizieren, also vermehren und in die Finger bekommen, die giftig sind und vielleicht auch Bakterien giftiger machen könnten. Also wir sind in den Botanischen Garten gegangen, haben ein Stück Blatt von einer Rizinpflanze, Ricinus communis, also wie heißt es noch, Wunderbaum, genau, genommen und haben eben dort dieses Gen heraus amplifiziert, weil die Primer, die man dafür bekommt, die kleinen Stückchen vorn und hinten, mit denen man halt dann sozusagen die Vermehrungsgeschichte machen kann, die kann man halt einfach bei einem bei einer Synthesefirma bestellen, die einem diese kleinen Stückchen schickt und dann hat man eben dieses Gen in der Hand. Damit kann man dann vielleicht erstmal gar nichts anfangen, wenn man nicht unheimlich viel Ahnung davon hat, das dann wirklich in ein Bakterium einzubauen und daraus ein böses Bakterium zu machen. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist klar, dass die Techniken in den letzten 10, 20 Jahren so einfach geworden sind, dass sie auch außerhalb von normalen Sicherheitslabors oder so locker durchzuführen sind. Darüber kann man jetzt, aber da muss man nicht in Panik geraten oder dergleichen. Ich denke auch, dass diese ganze Entwicklung eigentlich eine relativ positive Sache ist, weil sich die Leute mit Gentechnik auseinandersetzen. Aber man muss natürlich darüber nachdenken, wie kann man sowas regulieren, wie kann man vielleicht solchen Leuten auch Hilfestellungen geben, dass sie es eben richtig machen. Auf der DIY Bio Webseite, das ist eine Webseite der US-amerikanischen Biohacker, gibt es inzwischen so einen Klick, da kann man raufklicken und dann kann man Fragen stellen an Sicherheitsleute, also Leute, die einfach wissen, wie man mit bestimmten Dingen umgeht im Labor oder so. Da kann man halt fragen, ich habe hier diese Chemikalie, muss ich die eigentlich entsorgen oder gehört die
oder kann ich die einfach so in den Müll werfen? Und da gibt es dann eben fachliche Antworten. Das sind eben so Tools, wo man eben sagt, okay, wir versuchen dieser Biohacker-Bewegung irgendwie Herr zu werden oder darauf einzugehen, dass das gerade passiert. Um eben nicht den gleichen Fehler zu machen wie bei den Biohackern, was ja, wie jeder von uns weiß, zumindest wenn er einen DOS-Rechner hat, dass das nicht so gut sein kann. Viren und so. Ja, dann gibt es noch diesen Aspekt, da gehe ich vielleicht jetzt nicht so detailliert drauf ein, hat synthetische Biologie unerwünschte ökonomische Folgen. Darauf gehen natürlich auch die Kritiker hier von Test Biotech und so weiter ein. Zum ersten Mal dürfen lebende Maschinen, wie die auch gerne genannt werden, synthetische Organismen, patentierbar sein. Das ist im Grunde genommen die alte Diskussion, ist Leben patentierbar? Wer kontrolliert dann diese Technologien? Sind es dann wieder irgendwelche großen Firmen wie Monsanto und so weiter, die uns dann vorschreiben, was wir kaufen können? Also ich halte das für eine natürlich viel größere Debatte, die jetzt nichts im Speziellen mit synthetischer Biologie zu tun hat, die hier aber natürlich mit reinspielt. Genau, das ist halt hier der Kommentar von Naturschutzbund, was aus einem Interview rausgezogen ist. Also wer macht sich, diese Diskussion muss eingebettet werden in einen größeren Kontext, Bioökonomie, wer macht sich, warum für die synthetische Biologie stark und welche Rollen spielen Patentfragen. Vielleicht gehe ich da jetzt schnell drüber hinweg. Also es geht, wir haben mal eine Webseite gemacht, wo wir so Argumente für und gegen bestimmte Aspekte der synthetischen Biologie gegenübergestellt haben und in solchen Argumentkarten arrangiert haben. Und dann sieht man halt auch, dass es Argumente dafür, Argumente dagegen gibt. Und man kann dann halt vielleicht mit solchen Möglichkeiten besser sehen, was jetzt dafür spricht und was dagegen spricht. Und hier haben wir halt diese Synthi-Fuels herausgegriffen, weil es da überhaupt mal ein paar Gegenargumente gab, weil sonst ist dieses ganze Gebiet dann doch eher von der Craig-Venter-PR durchsetzt. Ja, das können wir jetzt lassen, genau. Ich glaube, die Ethik, da gehen Sie gleich noch detaillierter darauf ein und vielleicht noch so ein, zwei Punkte, was immer wieder in den Diskussionen kommt. Synthetische Biologie suggeriert eben sowas wie eine Kontrollierbarkeit von Lebensprozessen. Also man hat irgendwie das Gefühl, es ist so wie ein Auto, man bringt es halt zur Werkstatt und dann wird was ausgetauscht und das ist wieder in Ordnung. Und je öfter man das wiederholt, umso eher glaubt man irgendwie auch dran, dass Leben so einfach ist und wie eine Maschine funktioniert. Und wenn man genauer hinguckt, ist es eben nicht so. Also viele dieser Teile, die wir da verwenden, diese Blackboxen, diese Blackboxes, die da ständig genannt werden, sind eben nicht verstanden und haben eben auch Auswirkungen auf Dinge außerhalb der Blackbox. Das ist halt das Hauptproblem. Und deswegen ist dieses modulare System immer nur sehr begrenzt verwendbar. Ja, wenn künstliches Leben produziert werden kann, dann droht der Verlust an Wertschätzung für natürliche Organismen. Ja, gut, das machen wir da nicht mehr. Einen Punkt möchte ich noch ansprechen, der mir persönlich durchaus auch ganz wichtig ist. Diese öffentlichen Diskussionen, so wie wir das jetzt hier auch machen, haben oft oder da steht zumindest die Grundidee dahinter, wir wollen die Leute informieren, was großartig ist natürlich erstmal. Allerdings ist natürlich bei einem offenen Dialog am Ende auch das Ergebnis offen. Und ganz offen gesprochen mit vielen Forschern hat man eher den Eindruck, als jemand, der von dem Thema vielleicht nicht so viel Ahnung hat, dass er einen eigentlich nur belehren will. Also wenn du erst richtig verstanden hast, was synthetische Biologie ist, dann wirst du auch Ja sagen dazu. Und nicht Nein. Und das ist natürlich irgendwie nicht ein Ergebnis, also so kann man in keine Diskussion reingehen, bin ich der Meinung. Wenn man nicht bereit ist, am Ende auch zu sagen, okay, also der Aspekt der Technologie, da hast du echt recht mit deinen Argumenten, deine Angst mag vielleicht technisch unbegründet sein, aber ich nehme deine Angst ernst und lass es sein. Wenn man so nicht in die Diskussion reingeht, von vornherein,
dann darf man sich auch nicht wundern, dass die Leute einem irgendwann nicht mehr zuhören werden. Und genau das ist meines Erachtens bei der grünen Gentechnik passiert. Dieses ständige immer wiederholen, ja, aber es ist doch ganz unsicher und so, oder es ist doch ganz, ganz sicher und du musst es mir nur glauben und so, hat dann am Ende nicht wirklich zu einem Ergebnis geführt. Und ich denke, den Fehler sollte man in dieser Sache nicht nochmal machen. Und hier habe ich halt ein paar von diesen Missionaren dann letztlich auch mal hingestellt. Also weiß nicht, ob man jetzt allen damit gerecht wird. Die gehen vielleicht sicherlich auch in diese Diskussion mit einem anderen Impetus rein, aber sie sind nun mal sehr die Protagonisten der synthetischen Biologie. So, die letzte Frage ist eigentlich nur, brauchen wir neue Regularien? Und da gibt es klar Leute, die der Meinung sind, ja, wir brauchen neue Regularien, weil die synthetische Biologie eben eine neue Dimension ist, weil man eben nicht mehr abschätzen kann aufgrund von Vergleichen zum Verhalten von natürlichen Organismen, welche Risikobewertung man sozusagen macht. Also ein synthetischer Organismus ist ein völlig neuer Organismus. Man kann nicht wissen, was er in der Natur tut. Insofern muss man ihn ganz besonders behandeln. Und dafür braucht es neue Regularien und nicht die bisher beim Gentechnikgesetz reguliert sind, wo die Deutschen ja auch sehr weit sind, muss man sagen, im Verhältnis zu anderen Ländern. So, ja, das wäre es sozusagen. Genau. Man kann natürlich noch 1000 Sachen mehr sagen. Okay, danke.